Der Michelin Power Cup 2 ist die schärfste Waffe im Sortiment des Herstellers aus Frankreich. Wie sich der Semi-Slick im Straßeneinsatz schlägt, erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo bei Bikereifen24. Heute haben wir den Michelin Power Cup 2 für euch auf der KTM 1290 Super Duke R im Test und wir haben dem Reifen im Straßeneinsatz mal wirklich auf den Zahn gefühlt und verraten euch in diesem Video, für wen sich der Reifen anbietet, wie er performt und welche Schwächen er vor allem hat. Beginnen wir zunächst einmal mit der Ausrichtung des Michelin Power Cup 2. Und zwar ist der Michelin Power Cup 2 ein Semi-Slick-Reifen, der von Michelin für den überwiegenden Einsatz auf der Rennstrecke entwickelt wurde. So ungefähr verteilt sich das Einsatzgebiet auf 70% Rennstrecke und 30% Straße. Somit liegt er deutlich über dem Michelin Power GP2, der ein 50-50 Reifen ist. Der Power Cup 2 ist dabei für Leute entwickelt worden, aus unserer Sicht, die überwiegend mit dem Motorrad auf Achse zu Rennstreckentagen fahren oder vielleicht sogar eine naheliegende Rennstrecke im Umland haben, die sie gerne immer wieder aufsuchen. Er ist aus unserer Sicht eher kein Straßenreifen oder wenn dann nur ein Straßenreifen für beste Bedingungen und auf extrem leistungsstarken Fahrzeugen. Auf unserer KTM 1290 Super Duke haben wir uns gedacht, dass der Reifen eigentlich der perfekte Reifen sein müsste, da die Super Duke ja unglaublich viel Drehmoment und Druck von unten raus hat und gerade solchen Reifen sehr gut auf den Zahn fühlen kann, und das hat auch wunderbar geklappt. Aus unserer Sicht haben wir den Power Cup 2 wirklich in allen Belangen ausführlich testen können und dabei auch einige spannende Überraschungen festgestellt. Jetzt in diesem Video möchten wir einfach mal prinzipiell auf den Power Cup 2 eingehen und wann es sich lohnt, diesen Reifen zu kaufen. Wir wollen jetzt hier weniger die Einzelpunkte betrachten, sondern den Reifen in seiner Gesamtheit so darstellen, dass der Kunde verstehen kann, wann sich der Power Cup 2 lohnt und wann er lieber die Finger von diesem Reifen lassen sollte. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Nassgrip des Power Cup 2. Der Power Cup 2 ist bei Nässe wirklich beinahe unfahrbar, muss man sagen. Feuchte Stellen, zum Beispiel auf einer Waldstrecke, selbst im Sommer kann es ja immer wieder vorkommen, dass feuchte Stellen in gewissen Kurven zu finden sind, können einem da schon Angst bereiten, und wer unvorbereitet mit zu viel Schräglage gerade auf solche Stellen kommt, der könnte in Probleme geraten. Ebenfalls gefährlich oder beziehungsweise nicht ideal wären zum Beispiel nach einem Unwetter kommen ja immer wieder kleine Wasserflecken aus Bächen raus, die dann über die Straße verlaufen, auch wenn der Rest der Straße trocken ist. Da muss man auch sagen, spürt man sofort, dass der Reifen hier nicht funktioniert. Selbst über kleine Wasserstellen zu fahren, gerät er sofort ins Schlingern, komplett das Vertrauen geht weg und der Reifen ist einfach nicht für Nässe gemacht. Wer jetzt also sagt, okay, ich bin einer, der bei allen Witterungsbedingungen fährt oder selbst im Hochsommer nur bei schönem Wetter
aber auch mal in den Regenschauer kommt, der kann jetzt eigentlich schon abschalten, dann wäre der Power Cup 2 nichts für euch. Wir sind den Reifen leider unfreiwillig auch viel bei Nässe gefahren und wir haben halt immer versucht, möglichst gerade, möglichst ohne Beschleunigen und sehr, sehr vorsichtig über nasse Stellen zu fahren, dann geht das, aber von stehendem Wasser möchten wir gar nicht erst anfangen und generell macht es einfach keinen Spaß, den Power Cup 2 bei Nässe zu fahren. Ein weiterer Punkt, der beim Power Cup 2 eine große, wichtige Rolle spielt, ist das Wärmeverhalten und der Luftdruck in Kombination. Zunächst einmal ist es so, dass der Power Cup 2 nur sehr, sehr langsam auf Temperatur kommt und die Fahreigenschaften kalt zu warm extrem unterschiedlich sind. Wenn man jetzt zum Beispiel morgens aus einer Garage losfährt und es hat 15 Grad, 17 Grad oder auch 20 Grad, dann dauert das schon extrem lange, bis der Power Cup 2 auf Temperatur kommt. Wir schätzen so rund 10, 15, 20 Kilometer, bis er dann mal anfängt umzuswitchen und sein Potenzial freizugeben. Vor allem, wenn man auch an Tagen unterwegs ist, wo die Temperatur des Asphalts niedrig ist und auch die Außentemperatur, sagen wir mal alles unter 18, 19 Grad, merkt man, dass sich der Power Cup 2 schon schwer tut. Er kommt dann bei sehr sportlicher Fahrweise schon auf Temperatur, ist aber trotzdem noch weit von dem Temperaturfenster entfernt, wo er erst richtig anfängt zu funktionieren. Sprich, wenn man ein Allwetterfahrer ist, der nicht nur bei Königswetter, sprich 25 Grad und Sonnenschein unterwegs ist, sondern der auch mal an kälteren Tagen fährt, der auch mal früh morgens im Sommer losfährt, muss man ganz ehrlich sagen, ist der Power Cup 2 auch nicht wirklich ideal. Ein großes Problem ist dann hier auch wieder das gesamte Wärmeverhalten, weil der Reifen auch wieder extrem schnell auskühlt. Sprich, selbst wenn ihr ihn sehr, sehr sportlich gefahren habt, über eine längere Zeit und dann anhaltet, zum Beispiel für eine Zigarettenpause oder was auch immer, dann ist der Reifen nach rund 7 bis 10 Minuten wieder sehr, sehr abgekühlt und das ganze Spiel mit dem Warmfahren beginnt wieder von vorne. Das ist für uns aus unserer Sicht und bei touristischer Fahrweise oder selbst gemischter sportlicher Fahrweise im Rahmen der Straßenverkehrsordnung nicht wirklich praxistauglich und genau deshalb wäre der Power Cup 2 aus unserer Sicht auch nichts für Leute, die mit einem Motorrad bei vielen verschiedenen Wetterbedingungen fahren möchten. Erschwerend kommt noch hinzu, dass der Power Cup 2 auch sehr sensitiv im Hinblick auf den Luftdruck ist. So kann der Power Cup 2 auch mit Rennstrecken-Luftdrücken gefahren werden, was ja eigentlich im Prinzip sehr gut ist. Aber die braucht er auch, um wirklich seine Performance abliefern zu können. Hinten an der Hinterachse werden rund 1,7 Bar als Minimum angegeben. Wenn man jetzt sagt, okay, ich stelle diese 1,7 Bar bei 15 Grad ein und dann wird es heißer, dann ist der Druck in der heißen Umgebung viel zu hoch. Wenn ich ihn aber eingestellt habe, wenn es zum Beispiel 25 Grad hat und ich fahre los, wenn es 15 Grad hat, dann ist der Druck viel zu niedrig. Bedeutet, wenn ich den Power Cup 2 fahre, muss ich auch immer ein Augenmerk auf den Luftdruck der Reifen werfen und regelmäßig nachjustieren, je nach Witterungsbedingungen und Fahreinsatz. Wir haben da mit dem Luftdruck sehr viel experimentiert und wir haben dann auch ziemlich gute Werte auf der Straße für die Super Duke gefunden. Vorne waren wir im Bereich von 2,3 Bar kalt und hinten haben wir immer variiert zwischen 1,7 und 1,9 Bar kalt, was dann im Fahrbetrieb, wenn der Reifen wirklich richtig schön warm ist, in ein gutes Fenster gereicht hat, damit er gut performt. Prinzipiell müsst ihr da aber wirklich
je nach eurem Fahrzeug etwas herumprobieren, selber ein bisschen anpassen und ganz besonders den Luftdruck und die Witterungsbedingungen im Auge halten und gegebenenfalls nachjustieren. In Kombination mit diesem Wärmeverhalten ist das für den Durchschnittsstraßenfahrer aus unserer Sicht sehr impraktikabel und deutlich komplizierter zur Hand zu haben, wie zum Beispiel Michelin Power GP2. Und daher müssen wir schon sagen, dass der Power Cup 2 eigentlich nur was für Experten ist, die sich auch gerne mit Reifen beschäftigen und die überwiegend sportlich unterwegs sind und auch das Feeling haben, wie ein Reifen arbeitet, damit es sich lohnt, auch diese enorm hohen Kosten, der Reifensatz ist ja nicht sehr billig, sondern der ist ja auf der sehr hohen Seite angesiedelt, damit es sich lohnt, diese Kosten in Kauf zu nehmen, weil ein Standardfahrer, der touristisch fährt, der auch mal langsamer fährt, der kann diesen Reifen nicht auskosten und würde hier einfach auch Geld verschenken. Kommen wir mal zum Verschleiß, was ja wieder zu dem Punkt Kosten gut passt. Der Reifen ist ziemlich teuer und er verschleißt sehr schnell. Also man kann ihm quasi zuschauen, wie er dahin schwindet. So nach einer Ausfahrt mit 250 bis 300 Kilometern in sportlicher Manier sind dann gut und gerne mal 1 mm am Hinterrad weg auf so einer KTM 1290 Super Duke. Und das ist natürlich schon sehr horrend und bei rund 5 mm Neuprofil könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wie lange es ungefähr dauern wird, bis ihr an der gesetzlichen Mindestgrenze seid. Daher wirklich nur was für Leute, die extreme sportliche Technik schätzen und auch bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. Das Verschleißbild hingegen des Power Cup 2, das ist wirklich schön. Also man sieht, der Reifen arbeitet, er reibt sich richtig schön auf, er verzahnt sich mit dem Asphalt. Und wenn er dann warm wird, dann ist er wie Kaugummi, er klebt förmlich. Und diese Schuppenbildung, die er dann auf den Slickflächen hat, an der Reifenflanke, die ist einfach wunderschön. Da gibt es nichts zu meckern, das ist ein perfektes Verschleißbild und das zeigt halt wieder, welche Klasse in diesem Reifen im Sportsegment steckt. Eine Kantenbildung konnten wir jetzt nicht feststellen. Es gibt lediglich einen ganz, ganz leichten Übergang von der Lauffläche, die etwas härter abgemischt ist, zu der Slickfläche an den Flanken. Aber da diese Fläche so schmal ist, ist diese leichte Kante wirklich nur in einem Bereich spürbar oder vorzufinden, wo man sehr geringe Schräglage fährt. Sprich, diese ganz leichte Kante, die beeinflusst einen jetzt im Fahrverhalten und in Schräglage eigentlich überhaupt nicht. Wir konnten sie nicht spüren beim Fahren. Wer schön rund fährt, wer nicht diese übertriebenen Gasstöße permanent geben muss, wie man das vielleicht aus Spaß machen will, sondern wer schön rund fährt, wie man das eigentlich auch auf der Rennstrecke macht, der wird kaum Kanten in den Power Cup reinfahren. Aufstellmoment. Im Hinblick auf das Aufstellmoment hat der Reifen so gut wie keins aufzuweisen. Auch beim Hineinbremsen in den Radius verhält er sich okay. Er fällt nicht extrem rein, aber er ist nicht komplett neutral. Also das muss man schon sagen. Und wenn man in Schräglage in die Kurve reinbremst und dann loslässt, dann spürt man schon so einen ganz leichten, so ein ganz leichtes Moment, wo er sich ein bisschen anders verhält. Es ist aber kein Abkippen. Das Bremsen in Schräglage hingegen ist ziemlich neutral. Hier haben wir jetzt kein Aufstellmoment festgestellt. Im Hinblick auf die Agilität und die Stabilität gilt jetzt das, was wir sagen, nur im warmen Zustand, sprich wenn der Reifen auf einer schönen Betriebstemperatur ist. Und da muss man sagen, fährt er sich schön agil, aber nie nervös. Also er liegt sehr satt. Er lässt auch ein bisschen Feedback vermissen. Er fühlt sich sehr stabil an, benötigt aber kaum Kraft, um
umgelegt zu werden. Im Prinzip kann man hier sagen, ist er ein sehr stabil ausgelegter Semi-Slick, der gerade auch für schnelle Kurven mit langgezogenen Radien gemacht wurde, um eben diese vertrauenserweckende Stabilität zu liefern. Uns persönlich hat es dieses Fahrverhalten des Power Cup 2 ziemlich gut gefallen, da er eben einen schönen Spagat zwischen Agilität und Stabilität schlägt und somit wirklich das Beste aus beiden Welten vereint und ein präzises, schönes Fahren zulässt. Lediglich, wie schon erwähnt, hat es uns ein bisschen an Transparenz und Feedback gefehlt. Hier müssen wir sagen, gibt es einfach Reifen, die das besser können. Aber wahrscheinlich ist das irgendwie die Philosophie von Michelin, dass er sich so schön satt anfühlt. Es war jetzt nicht so, dass es katastrophal war. Uns persönlich gefällt es einfach besser, wenn ein Reifen ein bisschen mehr Feedback und ein bisschen mehr glasklares Fahrverhalten liefert wie der Power Cup 2. So, kommen wir mal zu einem der längsten Kapitel in diesem Test und das ist der Grip. Hier muss man sagen, gibt es zwei verschiedene Modi. Modus 1 wäre Reifen kalt und Modus 2 wäre Reifen warm und warme Außentemperatur. Wenn der Reifen kalt ist, muss man sagen, fühlt er sich einfach nicht gut an. Er lenkt extrem schwammig ein, er fühlt sich störrisch an, er bietet einen relativ schlechten Grip auch am Vorderrad. Wir haben es dann öfters geschafft, dass das ABS auslöst, was eigentlich eher selten ist, selbst bei starker Verzögerung. Der Reifen ist im Kaltzustand einfach nicht so zu fahren, wie er konstruiert wurde, weil er wurde eben für den Rennstreckeneinsatz konstruiert, kann oder soll sogar auch mit Reifenwärmern auf der Rennstrecke genutzt werden, sprich seine Entwicklungsfenster, in dem er liegt ja bei viel höheren Temperaturen, wie wenn ich jetzt morgens mit meiner Maschine aus der Garage fahre. Da ist es natürlich selbstverständlich, dass der Reifen nicht optimal funktioniert und erst auf Temperatur kommen muss. Wenn er dann aber mal auf Temperatur ist, dann muss man sagen, legt sich der Schalter um und man hat richtig feine Ware für richtige Kenner und Genießer. Der Reifen grippt, der Reifen klebt wie ein Kaugummi am Asphalt. Er fährt sich sehr vertrauenserweckend, sehr satt, liegt sehr gut. Und wenn ihr jetzt vielleicht ein bisschen das Video angeschaut habt, werdet ihr gemerkt haben, die Traktionskontrolle löst ja immer aus. Das ist im Street-Modus so, weil die KTM natürlich regelt in diesem Modus, bevor der Reifen seinen Grip verliert, abhängig von Schräglage, abhängig von der Gasstellung und was auch immer. Das spiegelt natürlich nicht das Gripniveau des Reifens wider. Im Sportmodus haben wir den Reifen jetzt in dem Video nicht gefahren. Wir haben ihn aber im Sportmodus getestet und auch mit Traktionskontrolle aus. Und hier muss man sagen, die Traktionskontrolle leuchtet schon im Sportmodus deutlich seltener. Erst wenn man dann halt richtig provokant in Schräglage ans Gas geht. Und mit Traktionskontrolle aus kann man den Reifen natürlich auch aus der Fassung bringen, wenn man in Schräglage hart diese 150 Newtonmeter Drehmoment aus den Zweizylindern holt, aber da gibt es einfach keinen Reifen, der da immer perfekt klebt, ne? Da muss man dann schön flüssig fahren, soft fahren, mit der Gashand schön langsam aufmachen und da funktioniert der Power Cup 2 dann richtig perfekt. Der ist dann schon was für Profis, die dann halt auch wissen, wie man so einen Reifen richtig bewegt. Wir haben das jetzt nicht so hinbekommen, wie es ein Profi hinbekommen würde, aber man merkt schon, das Gripniveau des Power Cup 2 ist extrem hoch angesiedelt und in einem wirklich sportlichen Bereich für die Rennstrecke. Wie sich der Reifen dann auf der Rennstrecke verhält, wenn man ihn lange belastet und an heißen Tagen stark belastet, können wir jetzt hier nicht sagen. Vielleicht wird er da dann ein bisschen schwammig, weil er halt eben noch diese Restauslegung für die Straße hat. Aber wie gesagt, das ist nur Spekulation. Wir wissen das nicht. Auf der Straße muss man halt sagen, dass man den Reifen
im Hinblick auf den Grip, wenn man so fährt, wie es vorgesehen ist für so einen Reifen, nicht aus der Fassung bringt und so ziemlich mit das Beste auf dem Fahrzeug hat, was es auf dem Markt gibt, im Hinblick auf Warmgrip an schönen warmen Tagen. Was uns auf der Straße allerdings noch aufgefallen ist, dass der Michelin Power Cup 2 Bitumenstreifen und geflickten Asphalt nicht mag. Hier haben wir gemerkt, verhält er sich dann ein bisschen seltsam, wenn man über diese Streifen in Schräglage überfährt. Hat uns dann das Vertrauen gefehlt. Wenn ihr den Power Cup 2 fahrt, vielleicht gerade da im Bereich Bitumen und geflickte Straßen, ein bisschen aufpassen, wäre sicher kein Fehler. Ebenfalls eine wichtige Rolle hat aus unserer Sicht auch der Asphalt gespielt. Je griffiger der Asphalt ist, umso besser funktioniert der Power Cup 2. Wir finden, dass der Reifen schon ein bisschen asphaltsensibel ist, aber das ist ja klar, der Reifen ist ja auch für Rennstreckenasphalt entwickelt und ausgelegt worden. Sprich, das darf er dann schon auch verlangen, auf schönem Asphalt gefahren zu werden. Wenn man auf schlechtem Asphalt und geflickten Straßen unterwegs ist, kann man natürlich nicht ganz die Performance abrufen, die der Reifen eigentlich liefern würde auf schön glatten Rennstrecken. Nun, wem empfehlen wir den Michelin Power Cup 2? Auch wenn wir selber oft sehr, sehr sportlich unterwegs sind, so müssen wir persönlich sagen, der Power Cup 2 ist für uns nicht praktikabel. So schön der Reifen sich fahren lässt, wenn er warm ist, er hat einfach ein paar Nachteile, die wir nicht bereit sind einzugehen. Das ist der horrende Verschleiß, das sind die hohen Kosten und das ist das extrem schlechte Wärmeverhalten. Sprich, wenn man nicht permanent mit dem Messer zwischen den Zähnen fährt, hat man einfach keine Freude am Power Cup 2 oder haben wir keine Freude am Power Cup 2, weil er einfach nicht so funktioniert, wie er funktionieren soll. Wenn ihr aber Fahrer seid, die eine BMW S1000RR, eine BMW S1000R, eine M1000R, eine KTM 1290 Super Duke oder was auch immer, welches leistungsstarke Hypernaked oder Superbike ihr habt, wenn ihr so ein Fahrzeug habt und sagt, ich fahre wirklich nur bei Traumwetter, ich fahre nicht raus, wenn es 15 Grad hat, ich fahre nicht raus, wenn Regengefahr besteht, ich fahre wirklich nur bei 25 Grad, gehe dann auf meine Hausstrecke 150 Kilometer und gebe alles, was ich kann, dann ist der Reifen für euch perfekt. Da habt ihr dann den höchsten Genuss, dann ist es was für richtige Kenner, für richtige Sportfahrer und da werdet ihr unglaublich viel Freude mit dem Reifen haben und das ist irgendwie sein Einsatzgebiet oder seine Daseinsberechtigung für die Straße aus unserer Sicht. Wenn ihr aber so unterwegs seid, wie wir es sind, sprich durchaus sportlich, durchaus schnell, aber auch mal viel durch Ortschaften fahrt, da euch an die Straßenverkehrsregeln haltet, auch mal Pausen einlegt, vielleicht die Landschaft anguckt, vielleicht einen Kaffee trinkt, wenn ihr dann auch mal nur eine Kurzstrecke von 10, 15 Kilometern zu Kollegen fahrt oder wo auch immer hin, dann ist der Reifen eher nichts für euch. Selbst wenn ihr sehr sportliche Fahrer seid und auch dann zu den schönen Traumstrecken bei schönem Wetter fahrt, dann ist dieses Einsatzgebiet, in dem der Power Cup 2 funktioniert, viel zu gering. Weil wenn ihr sagt, okay, ich fahre aber auch mal einfach so touristisch durch die Gegend, ich muss nicht immer am Gas hängen wie ein Verrückter, dann muss ich sagen, dann verschwendet ihr A, das Potenzial des Reifens und somit auch Geld, weil er nutzt sich halt horrend ab und ihr könnt den Reifen nicht genießen, weil er einfach nicht gut funktioniert, wenn ihr gemütlich unterwegs seid oder auch bei kühleren Temperaturen mal unterwegs seid. Gerade auch, wenn ihr sagt, okay, ich fahre mal in die Alpen, möchte da einen guten Reifen haben, dann würde ich sagen, greift lieber zu einem Power GP2 und nicht zu einem Power Cup 2, weil der GP2, der ist auch extrem sportlich. Der wird dann halt vielleicht irgendwann bei extremer langer Belastung und großer Hitze irgendwann ein bisschen federn lassen. Aber um in diesen Bereich zu kommen, im Straßeneinsatz,
da müsst ihr schon arg böse unterwegs sein und jenseits von Gut und Böse. Und deswegen reicht da auch der GP2, weil der eben auch bei Nässe noch einigermaßen gut funktioniert und bei kühlen Temperaturen sehr gut funktioniert und noch zusätzlich eine bessere Haltbarkeit mit sich bringt und nicht so temperaturempfindlich ist und seine Temperatur auch eine Weile hält. Sprich, mit dem GP2 könnt ihr dann zum Beispiel all diesen Mischbetrieb machen und trotzdem extrem sportlich unterwegs sein. Wenn ihr sagt, ich bin noch eine Stufe gemütlicher, mache auch ein bisschen Touring, Hyper-Touring oder die Alpentour, dann könnt ihr einen Power 6 nehmen. Da seid ihr sehr gut bedient. Uns hat er dann aber in Richtung Sportlichkeit ein bisschen enttäuscht. Da ist der GP2 dann schon wieder sofort die bessere Wahl. So, kommen wir mal zum Fazit des Michelin Power Cup 2. Der Power Cup 2 ist ein Traumreifen für schöne Wetterbedingungen an warmen Tagen und für extrem sportliches Fahren. Da funktioniert er gut, da klebt er wie Sau, der verhält sich wunderbar. Er bietet eine schöne Mischung aus Agilität und Stabilität, aber leider lässt er seine Federn für uns und für unseren Einsatzbereich im Alltag und im Mischbetrieb schon sehr stark. Sprich, da lässt er uns sehr zu wünschen übrig und hat uns immer wieder die Frage gestellt, wieso machen wir diesen Reifen jetzt im Straßeneinsatz drauf? Da gibt es Besseres. Wer aber ein richtiger Kenner ist, ein Genießer, eine extrem leistungsstarke Maschine hat und permanent extrem sportlich an schönen Wettertagen unterwegs ist, der wird mit dem Cup 2 auf seine Kosten kommen und es auf keinen Fall bereuen, sofern er auch bereit ist, natürlich diesen Verschleiß in Kauf zu nehmen. So, wir hoffen, dass euch unser Review zum Michelin Power Cup 2 auf der KTM 1290 Super Duke R weiterhelfen konnte und euch vielleicht auch ein bisschen helfen konnte bei der Kaufentscheidung, welchen Hypersportreifen im oberen Sportsegment sollte ich nehmen oder ist der Power Cup 2 was für mich? Wir haben den Michelin Power Cup 2 und natürlich alle Alternativen bei uns auf bikereifen24.de im Shop verfügbar. Wir wünschen euch jetzt eine schöne Saison und viel Spaß beim Motorradfahren.